Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Israeli Foreign Minister Gideon Saar received his U.S. counterpart Marco Rubio, who is making his first official visit to the Jewish state since his inauguration on the tarmac of Tel Aviv airport. During his visit, Rubio also met with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, President Yitzhak Herzog, and opposition leader Yair Lapid. Secretary Rubio's meetings with senior officials will help advance U.S. interests in regional cooperation, stability, and peace, State Department spokeswoman Tank Bruce said in a press statement prior to the visit. The focus of the trip is on freeing American and other hostages from Hamas captivity, achieving phase 2 of the Gaza ceasefire agreement, and preventing destabilizing activities by the Iranian regime and its proxies, the statement continued. Rubio's trip follows U.S. President Donald Trump's proposal to evacuate Palestinians from the Gaza Strip and then hand over the coastal area to U.S. control for reconstruction. Rubio will also visit Saudi Arabia and the United Arab Emirates over the next 3 days. At the end of Saturday evening's consultations, Prime Minister Netanyahu did not approve the entry of caravans and heavy machinery into the Gaza Strip, as Khan Public Radio reported. This was despite the fact that the ceasefire agreement provides for the entry of caravans into the zone. The agreement explicitly states that it is possible to import shelters, at least 60,000 temporary shelters and equipment necessary to set up a caravan. In response, a political source said, after a security meeting chaired by Prime Minister, it was decided to discuss the issue of caravans in the coming days. Israel is fully coordinating with the United States. The Islamist terrorist organization Hamas has released 3 more Israeli hostages in exchange for 369 Palestinians held in Israeli prisons, including 36 terrorists serving life sentences. The 3 hostages, emaciated and broken, Yair Horn with a slight limp, and Sagidek El-Hen with her right arm immobilized, left the Islamist terrorist vehicle on their own 2 feet and walked to a platform carved for them, where they recited the words they were told to say before boarding the International Red Cross cars. Hamas and the Islamic Jihad terrorist organization jointly organized the 6th hostage transfer, releasing more people kidnapped in the 7th of October 2023 terrorist attacks. Sagidek El-Shen, Sasha Tropanov, and Yair Horn were allowed to board the International Aid Organization's vehicles after 498 days in captivity. This time, the stage was set up for the event in the southern Gaza Strip in Khan Yunis at the demolished house of Ismail Haniyeh, the political leader of Hamas who was killed at the end of July. The recent telephone conversation between Russian President Vladimir Putin and U.S. President Donald Trump means that Moscow and Washington are now focused on peace, as Kremlin spokesman Dmitry Peskov said in an interview with television representative Pavel Zabrin. They send a strong message that from now on we will try to solve problems through dialogue, and from now on we will talk about peace, not war, he said. Peskov said Trump's views should appeal to all right-thinking people. He said that Russia had no communication at which the previous U.S. administration. Putin and Trump spoke by phone on the 12th of February. They discussed the cessation of hostilities in Ukraine, bilateral relations, and some further issues. The leaders agreed to stay in touch and arrange a face-to-face meeting. And finally, for the weather in the evening, prepare for frost again. Tomorrow will be sunny, but it will be very cold. Typical average temperatures will be around -11 to -5 degrees Celsius in the morning and 0 to +3 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der israelische Außenminister Gideon Saar empfing seinen amerikanischen Amtskollegen Marco Rubio, der dem jüdischen Staat zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt einen offiziellen Besuch abstattet, auf dem Rollfeld des Flughafens in Tel Aviv. Während seines Besuches traf Rubio auch mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu, Staatspräsident Yitzhak Herzog und Oppositionsführer Yair Lapid zusammen. Die Treffen von Außenminister Rubio mit hochrangigen Vertretern werde dazu beitragen, die Interessen der USA an regionaler Zusammenarbeit, Stabilität und Frieden zu fördern, sagte die Sprecherin des Außenministeriums Tammy Bruce in einer Presseerklärung vor dem Besuch. Der Schwerpunkt der Reise liegt auf der Befreiung amerikanischer und anderer Geiseln aus der Gefangenschaft der Hamas, der Verwirklichung von Phase 2 des Waffenstillstandsabkommens für den Gazastreifen und der Verhinderung destabilisierender Aktivitäten des iranischen Regimes und seiner Stellvertreter, heißt es in der Erklärung weiter. Rubios Reise folgt auf den Vorschlag von US-Präsident Donald Trump, die Palästinenser aus dem Gazastreifen zu evakuieren und das Küstengebiet anschließend für den Wiederaufbau unter US-Kontrolle zu stellen. Rubio wird in den nächsten 3 Tagen auch Saudi
Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate besuchen. Am Ende der Konsultationen am Samstagabend genehmigte Ministerpräsident Netanyahu die Einfahrt von Wohnwagen und schweren Maschinen in den Gazastreifen nicht, wie der öffentliche Rundfunk Kan berichtete. Dies geschah, obwohl das Waffenstillstandsabkommen die Einfahrt von Wohnwagen in die Zone vorsieht. In dem Abkommen heißt es ausdrücklich, dass die Einfuhr von Unterkünften, mindestens 60.000 provisorischen Unterkünften und der für die Aufstellung einer Karawane erforderlichen Ausrüstung möglich ist. Daraufhin sagte eine politische Quelle, nach einer Sicherheitssitzung unter dem Vorsitz des Premierministers wurde beschlossen, die Frage der Karawanen in den kommenden Tagen zu erörtern. Israel stimmt sich voll mit den Vereinigten Staaten ab. Die islamistische Terrororganisation Hamas hat 3 weitere israelische Geiseln im Austausch gegen 369 Palästinenser freigelassen, die in israelischen Gefängnissen festgehalten werden, darunter 36 Terroristen, die lebenslange Haftstrafen verbüßen. Die 3 ausgemergelten und gebrochenen Geiseln Yair Horn, der leicht humpelt, und Sagi Dekelhen, deren rechter Arm unbeweglich ist, verließen das Fahrzeug der islamistischen Terroristen auf eigenen Füßen und gingen zu einem für sie geschnitzten Podest, wo sie die Worte aufsagten, die sie sagen sollten, bevor sie in die Fahrzeuge des Internationalen Roten Kreuzes stiegen. Die Hamas und die Terrororganisation Islamischer Dschihad organisierten gemeinsam die 6. Geiselübergabe, bei der weitere Personen, die bei dem Terroranschlag vom 7. Oktober 2023 entführt worden waren, freigelassen wurden. Sagi Dekelchen, Sascha Tropanov und Yair Horn durften nach 498 Tagen in Gefangenschaft die Fahrzeuge der Internationalen Hilfsorganisation besteigen. Diesmal wurde eine Bühne für die Veranstaltung im südlichen Gazastreifen in Han Yunis, am abgerissenen Haus von Ismail Haniyeh, der Ende Juli getöteten politischen Führer der Hamas, aufgebaut. Das jüngste Telefongespräch zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem US-Präsidenten Donald Trump bedeutet, dass sich Moskau und Washington nun auf den Frieden konzentrieren, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskov in einem Interview mit dem Fernsehmoderator Pavel Zarubin. Sie senden eine starke Botschaft, dass wir von nun an versuchen werden, Probleme durch Dialog zu lösen. Und von nun an werden wir über Frieden und nicht mehr über Krieg sprechen, sagte er. Peskov sagte, Trumps Ansichten sollten alle rechtschaffenden Menschen ansprechen. Mit der vorherigen US-Regierung habe Russland überhaupt nicht kommuniziert. Putin und Trump sprachen am 12. Februar per Telefon. Sie sprachen über die Beendigung der Feindseligkeiten in der Ukraine, die bilateralen Beziehungen und einige andere Themen. Die beiden Politiker vereinbarten, in Kontakt zu bleiben und ein persönliches Treffen zu vereinbaren. Und schließlich zum Wetter. Bereiten Sie sich am Abend wieder auf Frost vor. Der morgige Tag wird sonnig sein, aber es wird sehr kalt sein. Die typischen Durchschnittstemperaturen liegen bei -11 bis -5 Grad am Morgen, zwischen 0 und +3 Grad am Nachmittag.